Hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil unserer Serie zur OnePlus Watch 2 und heute geht es um das Thema Benachrichtigungen, also was geht mit einer Wear OS Uhr wie der Watch 2 in Sachen Benachrichtigungen, und da habe ich mir als Beispiel mal WhatsApp rausgegriffen, weil das, glaube ich, das exemplarischste Beispiel für Benachrichtigungen ist. Viel Spaß! Bevor wir loslegen, muss man eine Sache verstehen. Und zwar, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu nutzen. Das gilt nicht nur für WhatsApp, sondern für alle anderen Benachrichtigungsdienste auch. Es gibt zum einen die Möglichkeit, eine native App zu nutzen, so wie ihr das jetzt hier seht. Das ist eine App, die ich jetzt aus dem Play Store heruntergeladen habe, und zwar in dem Fall für WhatsApp. Jetzt könnt ihr das Ganze mit eurem Telefon verbinden und dann könnt ihr die native App nutzen. Die andere Alternative, und die zeige ich euch jetzt als erstes mal, ist die Nutzung der Benachrichtigungsfunktion von Wear OS. Damit wird nichts anderes gemacht, als die Benachrichtigungen auf eurem Telefon abgegriffen, und ihr könnt trotzdem interagieren. Nicht so intensiv wie mit einer nativen App, aber vom Grundsatz her. So, das heißt, ihr seht hier zum Beispiel, die Benachrichtigung ist angekommen und wir könnten jetzt antworten mit einem Emoticon, wir könnten antworten via Spracheingabe, nicht via Sprachnachricht oder mit der Tastatur. Das heißt, ich könnte jetzt hier über die Tastatur, und ich kriege es natürlich jetzt mit meinen dicken Fingern wahrscheinlich nicht hin, ein Danke schreiben, genau, klappt schon nicht, einmal Danke schreiben und das Ganze dann als Antwort abschicken, und schon hat euer Gegenüber quasi eine Antwort von eurer Uhr bekommen. Das ist die Variante, wenn ihr die Benachrichtigung nicht über eine native App abgreift. Viel mehr Bedienumfang bzw. Nutzungsumfang habt ihr halt, wenn ihr native Apps nutzt, und da gucken wir jetzt einmal in den Play Store, was es denn da zum Beispiel so alles gibt. Denn mittlerweile, und das muss man Google bzw. den Anbietern von Benachrichtigungsdiensten wirklich zugutehalten, gibt es eine ganze Reihe von nativen Apps. Ihr habt gerade eben schon WhatsApp gesehen, es gibt noch eine ganze Reihe von weiteren. Wir suchen jetzt mal ein paar, dann zeige ich euch mal so ganz grob, was es gibt. Zum Beispiel Gmail. Das sollte es nämlich zum Beispiel jetzt seit neuestem auch im Play Store geben, und dafür gibt es auch eine native App, sodass ihr über euren Gmail-Account von eurer Uhr administrieren könnt. Natürlich mit Einschränkungen, das ist, denke ich, klar, aber vom Grundsatz her könnt ihr schon viel, viel mehr machen, als das über die normale Benachrichtigungsfunktion von Wear OS möglich ist. Aber es endet natürlich nicht bei Gmail, sondern es gibt noch eine ganze Reihe anderer Möglichkeiten, zum Beispiel Outlook. Genau, denn auch Microsoft hat mit Outlook quasi eine Wear OS App auf den Markt gebracht. Auch die könnt ihr natürlich nutzen. Ich persönlich nutze sie nicht, weil ich nutze Gmail. Aber vom Grundsatz her geht es auch noch weiter. Signal. Und das ist jetzt mal ein Beispiel, was es quasi nicht gibt. Eine Signal-App gibt es nicht als native App. Genauso wenig wie Telegram. Genauso wenig wie manch anderen Anbieter, wie zum Beispiel Trema oder Threema, wie auch immer man es richtig ausspricht, gibt es auch nicht als native App. Da könnt ihr dann eben nur die Benachrichtigungen nutzen. Jetzt will ich euch aber mal zeigen, was denn die WhatsApp-App als native App mehr kann. Ja, ihr erinnert euch nochmal zurück, was wir ganz am Anfang dieses Videos gemacht haben. Wir haben eine Nachricht beantwortet, und zwar mit der Tastatur. Was wir nicht machen konnten, ist, auf vergangene Nachrichten zuzugreifen. Sprich, einmal ist die Benachrichtigung weg. Ihr seht sie jetzt hier also nicht mehr, sprich, ihr könnt nicht mehr auf die Benachrichtigung zugreifen. Das heißt, wenn ihr einmal geantwortet habt zum Beispiel, keine Chance mehr an die Benachrichtigung ranzukommen. Was anderes ist das mit der nativen App, denn ihr seht hier, da sind die vergangenen Benachrichtigungen vorhanden, und ihr könnt zum Beispiel auch auf Benachrichtigungen reagieren, so wie ihr das von eurem Smartphone kennt zum Beispiel. Und ihr seht hier auch unsere Antwort, also sprich das Danke, was wir rausgeschickt haben von der Uhr vorhin. Ihr seht auch, dass Emoticons angezeigt werden, also sprich, Emoticons lassen sich auch aufrufen, und sogar Bilder könnt ihr aufrufen. Das funktioniert zum Beispiel mit der normalen Benachrichtigungsfunktion nicht. Ihr könnt die Bilder zwar nicht in vollem Umfang sehen, ihr seht hier, das ist etwas abgeschnitten, aber vom Grundsatz her lassen sich theoretisch auch Bilder anzeigen. Jetzt wird es aber noch spannender, denn ihr habt jetzt hier wieder zwei Antwortmöglichkeiten, und die erste Antwortmöglichkeit, und das ist vielleicht noch spannender als das, was ich euch jetzt als erstes zeige, denn hier seht ihr die gleichen oder die gleichen Antwortmöglichkeiten, die wir auch vorhin bei der normalen Benachrichtigung schon gesehen haben, plus noch ein paar Kurzantworten, dass ihr schnell vorkonfigurierte Antworten nutzen könnt. Aber spannender wird es, wenn wir Vielen Dank für deine Nachricht eben auch per Sprachnachricht antworten können. Und das kann ich jetzt quasi an mein Telefon oder beziehungsweise an den Account schicken. Und wir hören es uns jetzt auch direkt auf der Uhr ab oder an, weil das geht nämlich auch. Ihr könnt euch auch Sprachnachrichten anhören. Das lässt sich jetzt hier über den Play-Button, den ihr da im rechten Bereich seht, machen. Ich höre jetzt die quasi an, die ich verschickt habe, aber es ist überhaupt kein Problem. Vice versa geht es genauso. So, jetzt müssen wir das hier mal ein bisschen lauter machen.
Da geht es nicht lauter oben über den Knopf. So, ich spiele es nochmal ab, damit ihr es jetzt auch vernünftig hört, weil es war, glaube ich, gerade so leise. Ich habe es selber kaum gehört. Gucken wir nochmal. Und genau, jetzt hört ihr quasi, dass die Sprachbenachrichtigung dann auch abgespielt wird. Also insofern, da gibt es deutlich mehr Funktionsumfang, als das mit den Benachrichtigungen möglich ist für native Apps. Deswegen empfehle ich euch immer, nutzt die nativen Apps, die bringen einfach deutlich mehr Funktionsumfang. Ja, so viel in aller Kürze mal zum Thema Benachrichtigungen auf der OnePlus Watch 2 oder auch auf jeder anderen Wear OS Uhr, weil das unterscheidet sich bei den Wear OS Uhren halt eben nicht. Benachrichtigungen immer oder beziehungsweise meine klare Empfehlung, nicht, das müsst ihr natürlich nicht tun, aber meine klare Empfehlung, nutzt die nativen Apps. Sie haben immer einen deutlich größeren Funktionsumfang und lassen euch viel mehr Möglichkeiten, als das die normale Benachrichtigungsfunktion bietet. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich versuche alles nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und sagen am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.